Nach der Theorie die Praxis. Vor der Kamera bleibt es natürlich theoretisch, aber ich will einmal mit Reinigung anfangen, weil immer, wenn wir irgendwas mit Leder machen wollen, reparieren, pflegen, müssen wir vorher reinigen. Wie gesagt, Lederreiniger mild gibt es, Lederreiniger stark in so einer 200 ml Pumpflasche mit Schaumspenderaufsatz, damit man möglichst wenig Wasser verbraucht. Das Ganze im Nachfüllpack 1 Liter, Reiniger stark und mild. Und wenn wir jetzt hier das ist jetzt eine Rückenlehne von einem Autositz, wenn wir den jetzt reinigen wollen, dann ist eben der erste Schritt mit dem milden Reiniger loszulegen und Schaum auf den Schwamm aufzugeben. Und dann habe ich hier auch ein perforiertes Leder und nicht ein perforiertes Leder. Ich werde jetzt mal hier über diesen Bereich rüber reinigen. Dann seht ihr, dass bei einer Perforation ich da genauso vorgehe wie im nicht perforierten Bereich und dann mit kreisförmigen Bewegungen eben das Leder einmal so reinigen und dann gelösten Schmutz und Reinigerreste mit einem Pflegetuch, Baumwoll oder mit unserem Colorlock Mikrofasertuch abwischen. Jedes Mikrofasertuch sollte man nicht nehmen auf Leder, weil es auch welche gibt, die zu aggressiv sind, also die Oberfläche ankratzen würden. Und ja, hier sieht man schön Schmutz im Lappen, aber eben auch hier Schmutz entfernt. So, sollte das jetzt nicht den Reinigungseffekt mit sich bringen, den man sich erhofft hat, hier ist es auch ganz schön entfernt eigentlich, dann ist der nächste Schritt, dass man erstmal zur Bürste geht. Wir haben 2 verschiedene Bürsten. Einmal diese braune hier, die wir schon immer haben. Und dann haben wir ganz neu, da muss ich auch mal kurz aus dem Bild verschwinden und die hier hinten holen. Da bin ich wieder zurück, bin ich weggelaufen. Eine schwarze Bürste vor 1,5, 2 Jahren, schätze ich mal, auf den Markt gebracht, die etwas größer ist. Das ist manchmal ein bisschen angenehmer. Ich kann schon verraten, es wird auch demnächst einen Griff geben, wo man die Bürste reinklicken kann. Dann für mehr Fläche auch ein bisschen schöner, ist jetzt aber noch nicht verfügbar. Genau, und dann kann man also mit der Bürste oder der Bürste von den Borsten her und alles das gleiche, synthetische Borsten, weil synthetische Borsten sich nicht aufwärmen, also Hitze erzeugen. Wenn man jetzt übers Leder rüber reinigt, beziehungsweise oder hier über die Haut, dann wird es eben nicht heiß, wärmt sich nicht auf und von daher verändert sich auch der Reiniger nicht durch den Einfluss von Wärme. Wenn man eine Naturfaser nehmen würde, Rosshaar, also Pferde- oder Schweineborsten oder wie auch immer, die Naturfasern wärmen sich auf. Also dann würde die Bürste die Oberfläche erwärmen. Erhitzen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, erwärmen, und das würde letztendlich dazu führen, dass sich vielleicht der Reiniger verändert, und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen ja eine gute Reinigungswirkung. Also zum Reinigen eine Bürste nehmen, am besten unsere mit einer Kunstfaser. Und wenn man was aufpolieren möchte, wie beim Schuhputzen, also wenn man die Schuhe sauber macht, dann macht man die sauber mit dem Reiniger, mit dem Schuhreiniger und einer Bürste, die zum Reinigen ist, mit synthetischen Borsten. Wenn man dann nachher pflegen möchte, dann trägt man eben einen Schuhwachs auf oder ein Elephant und poliert das hoch, und dann nimmt man dann eine Rosshaarbürste. So, also ich nehme die Bürste, die wir seit über 20 Jahren im Programm haben, Reiniger auf die Bürste drauf und dann mit leichtem Druck wieder kreisförmig über das Leder rüber. Dann kommt man schön in die Tiefen der Prägung rein und kann hier mit mechanischer Unterstützung ein besseres Reinigungsergebnis erzielen. Das gleiche auch im perforierten Bereich. Und ihr seht, dadurch, dass wir den Schaumspenderflasche haben, ist da halt wenig, nicht allzu sehr viel Feuchtigkeit. Und was man hier vielleicht auch ganz sieht, das Produkt ist wirklich ergiebig. Also man kann da wirklich eine ganze Menge Fläche reinigen. Wieder mit dem Tuch gelösten Schmutz und auch Reinigerreste entfernen.
Und dann bekommt man hier eine schöne Oberfläche. Wenn man jetzt einen Sitz hat, der richtig in Benutzung ist, dann bietet es sich natürlich an, dass man mit einer Polsterbürste erstmal hier alles aussaugt, bei einer Garnitur auch zwischen den Sitzflächen oder zwischen Sitz und Rücken oder Sitz und Armlehne. Sollte man auf jeden Fall einmal mit einer Polsterbürste lang saugen und das rausholen. Was ist nun, wenn das Reinigungsergebnis einem nicht reicht? Wobei das hier schon ganz schön aussieht mit der Bürste. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Man sieht tatsächlich auch hier eine Linie zwischen dem mit dem Schwamm gereinigt und der Bürste ein bisschen, wobei letztendlich der Reiniger da seinen guten Job tut. Dann wäre eben Reiniger stark. Der ist so ein bisschen gelblich, manchmal ist er ein bisschen mehr bernsteinfarbig, also nicht immer die gleiche Farbe, aber selbst wenn er ein bisschen dunkler ist, funktioniert er genauso. Der Schaum ist weiß, von daher kein Thema. Und hier das Gleiche von der Vorgehensweise her mit leichtem Druck rüber. Nur jetzt haben wir halt einen höheren pH-Wert und dieser Reiniger ist auch seifenhaltig, was eben der Lederreiniger mild nicht ist. Der ist seifenfrei und der pH-Wert ist bei 5,5 beim milden Reiniger. Und beim Reiniger stark haben wir eben einen seifenhaltigen Reiniger und einen pH-Wert von ungefähr 8. Genau. Aber das führt letztendlich auch dazu, dass man eben eine bessere Reinigungswirkung hat. Und auch hier mit dem Tuch, also reinigen und dann mit dem Tuch abwischen. Man kann, wenn man besonders dreckiges Leder hat, natürlich das Tuch auch ein bisschen nebelfeucht machen, also anfeuchten, sehr, sehr gut ausfringen. Dann hat man manchmal noch eine zusätzliche Reinigungswirkung durch das Wasser, wenn man es abwischt. Aber grundsätzlich empfehlen wir, die Reinigung mit möglichst wenig Wasser, mit wenig Feuchtigkeit zu machen. Ganz geht es nicht. Das trifft jetzt für pigmentierte Leder zu, aber auch für Semi-Anilin und Nappa-Leder. All diese Leder kann man über diese Art und Weise mit diesen beiden Reiniger reinigen. Reiniger mild, Reiniger stark. Und dann mit Schwamm oder Bürste und für größere Hände die schwarze Bürste mit dem silbernen Logo. Genau. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir immer noch einen leichten Schatten drauf haben. Wir haben das ganz gut sauber gekriegt, aber es ist immer noch ein leichter Schatten, weil es eben eine Farbmigration gab. Also die Jeansverfärbung, die nehmen wir jetzt mal als Beispiel, die ist eben keine Verschmutzung, die oben aufliegt, so wie dieser einmassierte Staub hier von diesem Sitz, sondern es ist penetriert in den Klarlack, in den Topcoat ist es penetriert. Das Gleiche passiert übrigens auch bei Kugelschreiber. Das ist auch oftmals so, dass wenn er halt frisch ist, kriegt man ihn noch gut weg, weil er eben auf der Oberfläche ist, penetriert er aber in die Oberfläche ein, also in den Klarlack, dann kann man es halt oberflächlich nicht mehr entfernen. Und diese beiden Reiniger entfernen Flecken, die an der Oberfläche sind. Sobald sie penetriert sind, müssen wir den Klarlack entweder entfernen oder wir müssen ihn öffnen. Und wenn wir ihn öffnen, damit wir was rausziehen können, brauchen wir ein Lösemittel. Das Lösemittel heißt GLD Solvent auf Englisch und auf Deutsch heißt es GLD Lösung. ND, das ist die Variante, die es ab dem Sommer 2023 nur noch geben wird. Aktuell gibt es zwei Varianten, aber wir wollen uns gleich um das Produkt kümmern, was wir wirklich brauchen. Also, das ist ein Lösemittel, wie Lösung schon sagt, ist aber nicht entflammbar oder sonst irgendwas, sondern also es ist ein Lösemittel, was kein Gefahrgut ist. Das ist ganz schön. Wir geben das auf den Lappen, auf einen neuen Lappen und diese Fläche wollen wir jetzt intensiver reinigen. Dann befeuchten wir die mit GLD. Und wir nehmen nicht den Lappen, um zu reiben, sondern wir befeuchten die Oberfläche, lassen jetzt die chemische Reaktion ihren Job machen, also die Oberfläche öffnen, nehmen unseren Reiniger stark und eine Bürste und gehen auf die feuchte GLD-Oberfläche drauf mit leichtem Druck und reinigen drüber. Und das Schöne ist, jetzt passieren zwei Dinge. Die Oberfläche ist ja geöffnet von dem Lösemittel, von dem GLD und gleichzeitig stoppt der Lederreiniger stark, das macht der milde übrigens auch, stoppt der Reiniger den chemischen Prozess, also die Oberfläche
hört sofort auf, klebrig zu werden, hört auf, sich zu öffnen und schließt sich wieder. Aber wir sind schnell genug, um jetzt eben den Schmutz aus dem Klarlack herauszuwaschen. So, und dann kann man hinterher wischen und dann hat man im besten Fall die textile Verfärbung auch entfernt. Natürlich kann man diesen Vorgang wiederholen, auch mehrmals, um sukzessive dann ein besseres Reinigungsergebnis zu bekommen. Das wäre bei Jeansverfärbung, das wäre aber auch die Vorgehensweise bei Permanentmarker, Kugelschreiber, Aufkleber, die draufgeklebt haben, Zeitschrift über einen längeren Zeitraum auf dem Leder liegen gelassen oder ja, welche Farbtransformation auch immer. Wie gesagt, bei Reifenabdrücken machen wir das auch, aber wir werden es nicht ganz reinigen können, weil die Farbmigration bei Autoreifen halt nicht nur in den Klarlack gezogen ist, in den Topcoat, sondern die zieht in die Farbe, in die Grundierung bis ins Leder. Also selbst wenn man die gesamte Zurichtung, ne, also die Beschichtung, die oben drauf ist, der Farbaufbau, der oben drauf ist, den nennen wir ja Zurichtung bei Leder. Wenn man die komplett entfernt, würde man immer noch den Autoreifen sehen. So, wir haben aber noch mehr Produkte, die in diese Kategorie Lösemittel reinhalten, die aber alle kein Gefahrgut sind. Das sind alles Reiniger, die Dampf haben, aber sie sind halt nicht entflammbar, was die Lagerung, Versand, Vorgaben im eigenen Betrieb deutlich erleichtern. Genau. Also wir haben einmal Entfetter, wie der Name schon sagt, entfettet die Oberfläche. Den brauchen wir immer dann, wenn wir eine Reparatur machen wollen oder wenn wir eben ein Lenkrad haben, das ein bisschen fettig ist oder dergleichen. Immer gleiche Vorgehensweise, man gibt das eben auf sein Tuch, entfettet das hier. Das macht hier an der Stelle auch Sinn, weil da habe ich mit Lederreiniger stark gereinigt. Wie gesagt, das ist ja ein Seifenreiniger, der hinterlässt einen leicht, Seife hinterlässt immer einen leicht fettigen Film. Und dann kann man das hier einmal abwischen, hier das gleiche und dann ist die Oberfläche entfettet. Das lüftet relativ schnell ab. Man kann das mit dem Heißluftföhn beschleunigen, wenn man mag. Ist aber in der Regel nicht erforderlich, sondern das lüftet relativ schnell ab. Auf dunkleren Ledern kann es manchmal zu einer Streifenbildung kommen. Da empfehle ich dann einfach nochmal rüber zu wischen und dann es trocken zu polieren. Also einfach mit einer trockenen Seite nochmal rübergehen, das trocken polieren. Ganz ähnlich, wie man das auch beim Glasreiniger macht, wenn man die Windschutzscheibe reinigt oder einen Spiegel. Dann sprüht man ja den Glasreiniger drauf, verteilt ihn ein bisschen und dann poliert man ihn trocken. So würde man das dann hier auch machen. Bei einer Farbe wie bei dieser hier hat man da keine Sorge. Da passiert eigentlich nichts. So, dann haben wir noch Top-Entferner. Das ist so ein Kunstwort, was wir uns ausgedacht haben von Topcoat. Das ist ja eben der Klarlack in der Lederwelt. Und den entfernt er eben, also Top-Entferner. Das braucht man immer dann, wenn man eine Reparatur machen möchte, die in einem sonst intakten Leder ist. Also hier, das ist ja ein relativ neuer Sitz. Wenn man jetzt hier eine Beschädigung hätte, man möchte die reparieren und dann aber auch ein bisschen mit der Farbe das ausnebelt, dann hat man hier drumherum ja einen komplett intakten Topcoat. Und der Topcoat ist ja ein Job des Topcoats ist, die Oberfläche vor Anschmutzung zu schützen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn wir hier eine Reparatur machen, gegebenenfalls beim neuen Leder kann das eben mal passieren, dass die neue Pigmentierung, die wir da auftragen, aufsprühen, dass die keine Haftung bekommt. Das liegt einfach daran, dass der Topcoat noch gut seinen Job macht und wir nicht ordentlich vorbereitet haben. Um ordentlich vorzubereiten, nehmen wir Top Remover und gehen einmal über die Fläche rüber. GLD ist auch ein Produkt, mit dem man natürlich den Topcoat entfernen kann und auch letztendlich die Farbe. Auch wenn der Top-Entferner ein nicht Gefahrgut ist, soll man das nicht unterschätzen. Da gibt es manchmal Leder, die reagieren da super schnell drauf oder Oberflächen und da wundert man sich manchmal, wie schnell man doch was runterkriegt. Aber so kann man eben, wie gesagt, den Topcoat ein bisschen entfernen und dann hat man auch eine ordentliche Haftung, wenn man da eine Reparatur macht. So, wir hatten schon mal über Entfetten gesprochen.
Und wenn man ein Lenkrad hat, das werden wir nachher machen, wenn wir das Lenkrad reparieren, gibt es dann noch Fettabsorberpaste. Fettabsorberpaste ist tatsächlich ein pastöses Produkt und das sieht dann so aus. Und das ist wirklich richtig, um Fett herauszuziehen. Wie gesagt, wenn wir auf dem Lenkrad sind, da werden wir das nachher mal auftragen. Ich empfehle eigentlich auch Handschuhe anzuziehen, nur mal kurz um das zu zeigen. Und dann werden wir da Fett rausziehen. Das zeigen wir nachher. Ja, das sind die Reiniger, lösemittelfreie oder wasserbasierende Reiniger auf der Seite. Und dann auf der Seite die etwas stärkeren Sonderprodukte, die man immer nur braucht für Sonderfälle. Unterhaltspflege, Lederreiniger mild, mehr als genug. Lederreiniger stark, wenn es mal ein bisschen schmutziger ist. Und man sollte nach dem Reinigen auch immer pflegen und schützen. Aber wie gesagt, die Reinigung ist viel wichtiger als die Pflege. Nächster Schritt ist, wir gehen einmal die Pflegeprodukte durch.